Morgen total verschlafen. Bis kurz vor 8 habe ich heute geschlafen. Und das, weil es so schön warm war, weil die Sonne nämlich in der Früh schon auf dem Wohnwagen gescheint hat. Wir haben jetzt schon 18 Grad herin, 18,1, draußen noch 11,7. Ich habe geschlafen wie ein Murmeltier. So, jetzt hänge ich das aber am Tag wieder darüber. Dann sehe ich nämlich gut hin von draußen. Da muss ich mir noch was ausdenken, irgendwie, wo genau und wo ich das Kabel dann verlege. So, da ist Ordnung gemacht. Bett ist umgeklappt. Isomatte ist hinten, Schlafsack und Schlafanzug sind da hinten. Und jetzt schaut mal, was das Herz begehrt am Straßenrand. Ist doch klasse. Enre Balkic ist der freundliche Mann, der das betreibt. Und der hat auch eine Instagram-Seite, das sagt er uns gleich selber. Hallo Enre. Hallo, Alpenfrüchte heißen wir und Instagram-Seite ist auch Alpenfrüchte. Klasse. Ja. Also, und da werde ich mich jetzt natürlich eindecken. Das sind Fahrradwege. Jetzt sind wir noch im Nonnenwald und jetzt geht es direkt ins Schächenfilz raus. Und die Luft ist schon so warm, es ist Dienstag heute, der 4. Tag, dass ich ohne Jacke unterwegs bin seit in der Früh schon. Ich habe ja bis 8 Uhr geschlafen, weil es im Wohnwagen so schön warm war, die Sonne hat drauf gescheint. Und da suchen wir uns jetzt einen schönen Frühstücksplatz irgendwo. Da hat jemand Freude mit einer großen Eisenbahn. Tolle Anlage. So, da wäre es zwar schön, dann hier jetzt am See entlang, aber da unten ist eine Sperre. Also den Berg wieder hinauf. Das Naturschutzgebiet Osterseen. Das ist ja toll, da kann ich mir da was mitnehmen und in der Pause dann genau angucken, die wir gleich machen. Sehr schön. Und Patschi, dann darfst du auch wieder raus. Gleich sind wir da, ich bin ja gespannt. Vorhang aus Blättern. Also den Weg werden wir jetzt nicht weiterfahren. Der ist zu wurzelig, schmal und geht dann davon steil runter. Macht nichts, kann man um. Da hat es viele Wege. Jetzt bin ich gerade noch einmal umgekehrt, weil es da wieder so steil runter ging. Und da rechts der See, der liegt auch so steil drunten. Das ist da, wo ich vorher umgekehrt bin. Aber es geht immer noch auf die Seen zu. Also ich hoffe, der Weg ist okay. Der Blick hinunter. Aber es ist schon steil hinuntergegangen. Auf diesen Wurzelweg, das geht halt dann nicht so was. Da geht es allerdings jetzt auch ganz schön runter. Wenn ich die Kamera gerade stelle, dann sieht man es vielleicht. Da schalte ich aber jetzt aus, weil ich stehe schon am Berg und kann sie nämlich nicht fest zudrehen. Da bleiben wir jetzt.
sehen. Aber hier ist es so schön blau, hier ist wie in Italien im Pool. Schon, ne? Hier stehen noch tolle Tage. Super Wetter. Das ist schön ruhig. Ja. Ich wohne an der Isar. Ja. Da ist so laut. Ja. Da fangen wir wieder an, Party rund um die Uhr. Ja. Ja, das ist schön noch vor 3 Wochen. Ja, immer schön. Böse Hunde. Kann nichts sehen. Ich wollte ja eigentlich den Weg nach Iffeldorf fahren und dann kam diese enge Absperrung auf einer Holzbrücke, wo nicht einmal ein Auto drüber fahren würde. Ja, es sind viele Leute immer da gewesen und ich habe dann auch mit welchen gesprochen, die sagten, sie haben irgendwo gelesen auch, dass gewarnt wird, dass manche Absperrungen eben nicht mal mit Kinderwegen mit großen befahrbar sind. Aber da fragt man sich schon, wieso das Ganze. Ja, und dann musste ich diesen Weg wieder zurück und es war ja ein ganz steiles Stück, wo ich also langsamst im Gänseschritt nur runterkam, also wirklich sehr steil. Und ich hatte es befürchtet, ich kam da nicht mehr hoch und dann hing ich da auf der Mitte. Aber weil da so viele Besucher sind bei den Osterseen, waren sofort ein Pärchen, die dann ein bisschen angeschoben haben. Gut, und dann waren wir wieder oben und es konnte weitergehen. Es ist ja dort überall schön, aber unglaublich, ja, hügelig. Zu den Seen geht es steil runter und ich habe gedacht, es ist flach. Jetzt sind wir am Etzenberger Weiher. Da schwimmen schon Leute drin. Ich glaube, das wäre mir noch zu kalt. Schnauf. Jetzt haben wir einiges an Höhe. Nachdem ich im Wald mal hängen geblieben bin, da war ein Schild und eine Schranke. Hallo Patschi. Ein Schild und eine Schranke. War wieder zu schmal, wie vorhin bei den Ostersee auch, wo ich umkehren musste. Jetzt ist vorher die GoPro irgendwie hängen geblieben, aber jetzt geht's wieder. Ja, und dann ging es weiter zu den Etzenberger Weihern und dann war da im Wald eine Schranke, also schon wieder etliche Kilometer weiter. Und der Durchgang war zu schmal, aber durch den Wald wäre es gegangen, nur war das etwas matschig und nach dem Matsch gleich eine dicke Wurzel, wo der Wohnwagen hängen geblieben ist, also Patschi aussteigen und ging trotzdem noch nicht. Hätte ich also irgendwie eine Rampe noch bauen müssen, dass der Wohnwagen drüber geht, aber kommen genau in dem Moment 2 Radler und der Mann, der schiebt und schon waren wir durch. Und jetzt guckt, jetzt sind wir beim Gipfelkreuz. Haben wir einiges an Höhe. Da sind wir hergekommen. Ob man das jetzt so sieht. Ich kippe mal ein bisschen ab wegen der Belichtung. Die Berge. Die hohen Berge alle noch mit Schnee. Und da machen wir jetzt ein Päuschen. Patschi schläft schon im Schatten. Ich setze mich in die Sonne, auch wenn ich jetzt schon kurzärmelig und kurzbeinig bin. Da oben, da weht ein Lüftchen und da ist es in der Sonne sicher ganz angenehm. Da hinten ist dann das Isartal. Da geht es dann weiter für uns nach Wolfratshausen. 17 Kilometer heute noch. Ist der 2. Juni. Ich glaube, irgendwas 1 Uhr dürfte es sein. So, Richtung Wolfratshausen noch 14,3 Kilometer.
Und der Fahrradweg geht von der Straße weg. Juhu! Oh, schön. Jetzt bin ich schon ein paar Mal bei diesen schönen Akeleien vorbeigefahren vor der Mauer. Schaut so schön aus und da ist auch noch so ein schöner Blick rüber zu den Bergen. Und da neben der Straße geht unser Weg weiter. 13, noch was nach Wolfratshausen. Draußen 25, drinnen, drinnen 25, draußen 22,7. Und Kathi geht's gut. Hm? Alles super, gell? Alles super. So, wir haben noch 8,1 Kilometer zur Barbara. Und da seht ihr dann ein Tiny House, ein wunderschönes. Der Radweg ist jetzt gerade von der Straße weggegangen, ein bisschen erhöht. Und da unten, das ist die Loisach. Fließt die jetzt da in die Isar? Ich gucke nach. Ja, der Radweg hätte eigentlich drüber auf der anderen Seite entlang geführt, aber da habe ich gesehen, dass so viel rauf und runter geht. Da müsste ich noch mal laden, weil, jetzt will es mich wieder zurückweisen, weil sonst komme ich nur noch 16 Kilometer. Und das mit Berg und Tal, das heißt, ich muss den Rest schieben oder nochmal wo aufladen. Also geht es jetzt einfach da weiter und ich hoffe, der Radweg bleibt bis Wolfratshausen. Die 8,5 Kilometer noch. Die letzten Meter. Ups. Da sehe ich schon das Tiny House. Barbara auf dem Hüpfi. Rennst du hin? Oh, das ist ja, schaut ja toll aus, wie eine Burg. Hey, grüß dich. Bin noch nicht salonfähig. Das können wir alles ändern. Hallo Barbara. Hatschi schläft. Er weiß, dass wir angekommen sind, weil sein Geschirr weg ist. Das ist das Zeichen für angekommen. Genau. Und jetzt gehe ich mit der Barbara mal in ihr super Tiny House. Das sieht man jetzt nur von hinten. Das schauen wir uns dann von vorne an. Ich hätte die Aussage. Ja, das ist die Ananda. Die Ananda ist ein Wohnwaggon von der gleichnamigen Firma aus Niederösterreich, in den ich mich vor jetzt inzwischen über 4 Jahren unsterblich verliebt habe. Ich habe das Bild in einem Buch gesehen und habe mir sofort gedacht, so will ich wohnen. Ja, das ist jetzt 4 Jahre her. Und inzwischen steht die Ananda wirklich real da und ich wohne wirklich real und ganz legal drin. Genau. So. Wunderbar. Ja, genau. Hereinspaziert. Ja, die Ananda von vorne. Der Wohnwaggon ist jetzt auf einem LKW-Anhänger, wiegt 15 Tonnen mit dem Erker und ist 10 Meter lang. Außen ist Lärchenholz. Ja, und jetzt
Da die sagen, dann kommt doch einfach mal rein. Na, das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Also, kommt's mit. Gehen wir mal nach drinnen. Und das ist eine Katzentreppe. Nein, das ist meine Ballaststangen. Ach, da läufst du Da rauf. balanciere ich rauf und runter, ja. Ah, auch nicht schlecht. Die brauchen wir nicht. Hier leben nur Menschen. Ei. Oder Fliegen und Ameisen. Genau. Ist das ein Traum? Ja, Das ist kein Träumchen, das ist ein Traum. ja, das ist mein Traum. Klasse. Ja, genau. Hier habe jetzt mal so ein bisschen Getrocknete Kräuter. Kräuter. Gut. Also das heißt, in die Küche filmst du jetzt nicht groß, weil das nicht abgespülte Geschirr steht. Das nicht abgespülte Geschirr, das wollen wir uns jetzt anschauen. Also, das ist die Küche. Regenbogendusche. Ja. Klasse. Und sobald die Sonne scheint, ist immer genug warmes Wasser da, weil die Sonne meinen Boiler heizt. Klasse. Das ist also ganz cool. Und ich weiß, die Barbara, die hat auch Bücher geschrieben über den ganzen Werdegang. Also unglaublich. Es ist nicht so, dass man sich einfach halt so einen Teil wünscht, bestellt und dann den Platz seiner Träume dafür hernimmt, weil der Platz der Träume, Barbara, der ist, Der Platz der Träume ist geplatzt. der bleibt Traum. Ja, das Der war eine Blattbaum. sehr, sehr langwierige, sehr spannende und herausfordernde Geschichte, weil das ist jetzt 4 Jahre her seit der Entdeckung. Ja, Barbara, magst du jetzt erzählen noch, warum das beim ersten Mal nicht so klappt hat, warum der Platz der Träume geplatzt ist? Ein Traum blieb. Das waren mehrere Stationen. Der erste Plan war nämlich, mit meinem Tiny House auf einem möglichst grünen Platz in Bergesnähe zu stehen, am Ortsrand oder am Waldrand. Das hat sich dann sehr schnell herausgestellt, ist in Deutschland und auch in Europa so gesetzlich nicht möglich. Dann waren 2 Optionen, entweder am Baugrund pachten und dort als Gebäude offiziell stehen oder in ein sogenanntes Tiny House Dorf zu ziehen, die aber in Deutschland alle nur sehr, sehr weit weg waren, also weit über Frankfurt und noch nördlicher. Und dann habe ich entdeckt, dass in der Nähe von Ingolstadt oder Neuburg an der Donau ein Tiny House Dorf geplant ist und habe mich dort natürlich auch eingetragen und Platz reservieren lassen. Da wurde mir zugesagt, dass ich im Herbst 2019 einziehen kann. Also habe ich meinen Wohnwagen bauen lassen. Dann hat sich allerdings sehr schnell gezeigt, dass das Tiny House Dorf nicht im September 2019 fertig wird, sondern erst 1 oder 2 Jahre später. Und dann war mein Platz erstmal weg, weil die Ananda war dann schon gebaut. Und dann, als sie gebaut war, habe ich Anzeigen aufgegeben, suche Pachtgrund oder vielmehr, wer bietet mir Pachtgrund für 5 bis 10 Jahre und habe ganz tolle, wunderschöne Anzeigen, Rückmeldungen bekommen mit wunderschönen idyllischen Wiesen. Und da waren aber dann alle Ortsgestaltungssatzungen dagegen, denn hier im südlichen Oberbayern müssen alle Gebäude rechteckig sein, mit einem Satteldach mit bestimmter Neigung und die Eingangshöhe darf nicht höher als 30 cm vom Boden sein. Und es gab noch mindestens 3, 4 mehr solcher Punkte, die meine Ananda nicht erfüllt. Und dann war guter Rat teuer. Ja, das. Danke, Barbara. Und deine ganzen Erlebnisse, Erfahrungen hast du in diesen Büchern der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ja, vor allen Dingen, die Bücher sind nicht aus meiner Sicht, sondern aus Sicht meiner Ananda verfasst. Also das Tiny House beschreibt sich selbst als Anfang, als Gedanken, der von der Hauch einer Option hin bis zur Realisierung den ganzen Werdegang beschreibt. Also was ich glaube, was wirklich sehr, sehr viele interessiert. Weil ein Tiny House ist halt einfach eine ganz tolle Sache. Ja, genau. Ja, und dann also- verraten wir auch nicht, wie es dann dazu kam, dass ich jetzt hier legal drin wohnen kann. Genau. Wie das dazu kam. Wo steht jetzt das, Barbara? Es steht jetzt hier in Wolfratshausen.
Und das steht jetzt nicht im Buch noch, gell? Das kommt in Das Band steht 3. alles im Buch. Ach so, das auch, Das wie steht du, alles im Buch wo in du Band jetzt 2. gelandet Ja, bist. natürlich. Mhm, Inklusive alles klar. Einzug, ja. Ja, und das ist jetzt die magische Fortsetzung. Ein Bonbon. Die Ananda ist jetzt hier in diese Märchenerzählung geschlüpft und macht eine Reise zu den Sternen. Sie hebt einfach ab und erlebt ein ganz fantastisches Abenteuer fernab dieser normalen Welt. Barbara, ist das jetzt eine Kindergeschichte oder ist das auch was für Erwachsene? Das ist in erster Linie für Erwachsene. Alles Es, klar. es ist aber allerdings auch, es ist durchaus kindgerecht. Also passiert jetzt nichts, wenn ein Kind das hört oder liest. Aber vom Sinn her ist es für Erwachsene. Alles klar. Danke, Barbara. Was wünschen wir der Barbara? In so einem Traumhaus, da hast du gar keine großen Wünsche, oder? Wunschlos glücklich. Das denke ich mir. Danke dir. Bitte gerne. Es ist günstiger vielleicht. Doppelpack gibt es die beiden Bücher für 26 €. Ah, ihr wollt wissen, Auf wo dem man Verlag. das kriegt? Genau. Da werde ich am besten jetzt den Verlag filmen. Und dann könnt ihr euch das abschreiben. Da bekommt ihr die Bücher. Band 1 und 2 gibt sogar eine Ermäßigung. Also, wenn ihr zusammen bestellt. Sag mal, was die Barbara Leckeres hergerichtet hat. Das ist die Vorspeise. Die Vorspeise, Wahnsinn. Ja, Ah, das ist Bärlauchblüten. Bärlauchblüten Mm. und Knoblauchsraukenblüten. Oh. Und drin ist unter anderem auch Spitzwegerich, stinkender Storchenschnabel, Giersch und, was habe ich noch gefunden? Majoran und... Er muss auch seinen Senf dazu geben. Hast recht, Majoran stimmt nicht, das ist Oregano gewesen. Und noch irgendwie was, Löwenzahnblätter, genau. Sowas sieht man normal nur bei Fernsehköchen. Also, jetzt schalte ich euch wieder weg.